Warum haben die meisten Menschen so viel Angst vor paranormalen oder sogenannten paranormalen Phänomenen oder parapsychologischen Phänomenen, wie sie eben genannt werden? Sie werden als etwas bezeichnet, das neben dem, was wir an Erkenntnissen oder an grundsätzlichen Dingen über die Psyche, über das geistige Leben, über Dinge, die vor sich gehen in unserer Welt, mit irgendwelchen Kräften, die wir vielleicht nicht sehen können, aber anders irgendwie vernehmen können. Da gibt es eben eine grundsätzliche Sicht, die in unserer Kultur relativ weit verbreitet ist, wo da die Rahmen sind, was möglich ist, was nicht möglich sei. Und dann bezeichnen wir eben mit dem parapsychologischen, paranormalen, das, was aus diesem Rahmen herausfällt, was neben diesem Rahmen steht und sich nicht mehr innerhalb dessen dieses Rahmens bewegt und deswegen anders irgendwie betrachtet wird. Wenn also solche Dinge passieren, die über diesen Rahmen, den wir als normales Erleben bezeichnen, etwas geschieht, das anders ist, das wir nicht darin einordnen können, wie wir es gelernt haben, was die Realität sei, was möglich sei, was nicht möglich sei, von Menschen, die eben ebenso unter einem gewissen Rahmen denken, handeln und erleben und die Dinge eben erfahren, sehen oder auch nicht sehen, die so geschehen können. Das wird uns im Grunde beigebracht. Das hat was mit dem kulturellen Feld zu tun, in dem wir uns bewegen. Es gibt andere Kulturen, für die das, was zum Beispiel jetzt in der Kultur, aus der ich spreche, eher als paranormal oder parapsychologisch bezeichnet wird, für die das völlig normal ist und also Teil ihrer Lebenswelt. Und also da würde niemand auf den Gedanken kommen, dass man das irgendwie als ungewöhnlich bezeichnen würde, was vielleicht in unserer Kultur also aus dem Rahmen fällt, außerhalb dessen lokalisiert wird und vielleicht pathologisiert wird, stigmatisiert wird, wenn man es erlebt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass mir das immer wieder auffällt in Gesprächen mit Menschen, die sich eigentlich relativ stark einem eher materialistischen Weltbild verpflichtet fühlen, doch auch immer wieder es zu Unterhaltungen kommt, in denen diese Menschen von sogenannten parapsychologischen oder paranormalen Phänomenen berichten und sagen, dass sie das aber normalerweise aus ihrem Kopf streichen. Aber irgendwie erinnern sie sich trotzdem noch daran. Also es ist wie, also in der Tat wird es als das erklärt und damit wird es auch parapsychologisch. Also es wird ausgeschlossen aus dem Erleben, irgendein Erleben, das man als nicht normal empfunden hat und bei dem man vielleicht Angst hat, dass, weil es nicht in diesen Rahmen passt, den man sich halt irgendwie, den man angenommen hat oder die Dinge, von denen man annimmt, dass sie unsere Wirklichkeiten eben bestimmen und das Fundament dieser Wirklichkeiten sind und das sind, was wir Wirklichkeit nennen, die Art und Weise, wie wir sie denken, was wir uns vorstellen können, wohin unser Vorstellungsvermögen reicht und das Anerkennen dessen, was wir wahrnehmen. Viele Leute haben, glaube ich, Angst, ungewöhnliche Phänomene zu integrieren, weil das, was sie als Realität für sich bestimmen, für das, was der Rahmen ist, dessen, was möglich ist, von diesen Erfahrungen, die sie nicht darin einordnen können, das Ganze bedroht ist, die ganze Vorstellung, wie Realität ist, ins Wanken gerät, sobald eine Sache passiert, die sich außerhalb dieser Logik abspielt, die nicht mehr erklärbar ist. Ein anderes Phänomen kann sein, dass man in einen, ich würde fast sagen, wie wahnhaft oder wahnsinnig getrieben ist, zu versuchen, das, was man als ungewöhnlich erkennt, in irgendeiner Form logisch begründen zu können und das dann irgendwie mit Messinstrumenten, also muss nichts Falsches daran sein, aber man versucht zu rechtfertigen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, dass einem etwas passiert ist, was man selbst und andere im Umfeld vielleicht als ungewöhnlich bezeichnen würden und vielleicht seltsam beäugen würden, weil man, glaube ich, möchte, dass diese verschiedenen Logiken miteinander versöhnbar sind, miteinander verknüpfbar sind. Das kann also passieren, dass man dieses Erlebnis in irgendeiner Weise zu
extrem stark zu verwissenschaftlichen versucht und dem ein bisschen vielleicht auch den Zauber raubt, das, was daran erstaunlich ist, das, was daran auch öffnend bleiben kann. Weil ich glaube, es gibt einen Umgang, einen möglichen Umgang mit solchen Erlebnissen, mit solchen Phänomenen, der lernen lässt, dass diese Welten einander gar nicht ausschließen müssen. Dass das auch auf physikalischen Grundsätzen beruhende Weltbild überhaupt nicht gestört werden muss durch eine andere Möglichkeit von Erfahrung, durch eine andere Möglichkeit von Wahrnehmung, von Kommunikation. Ich glaube, das ist für mich ein Problem, das zu verstehen, aber ich versuche es zu verstehen. Aber ich sehe nicht den Punkt, an dem dieses Entweder-Oder so extrem gezogen werden muss. Es scheint mir eine hilfreiche Perspektive, falls einem irgendwelche Sachen passieren und man in Panik gerät, eine hilfreiche Perspektive zu sein, zu sagen, okay, da gibt es vielleicht mögliche Räume, die ich nicht hundertprozentig benennen kann, wo ich auch nicht jetzt irgendwie jedes Konzept einfach blind annehmen muss, was mir dazu als Erklärung angeboten wird. Ich kann das erkunden, wenn ich möchte, und ich kann Wege finden, mich davon abzugrenzen, wenn ich in diese Bereiche nicht schauen möchte, wenn ich in diese Bereiche nicht erleben möchte. Aber ich muss nicht hingehen und sie leugnen und sie aus meiner Erinnerung streichen und sie auch anderen Menschen absprechen, in meiner Panik, dass mein Weltbild jetzt irgendwie zusammenfällt, nur weil da irgendetwas ist, was ich nicht erkenne als zugehörig zu diesem Weltbild, was ich nicht sofort erklären kann. Ich glaube, diesen Weg offen zu halten, diesen Zugang offen zu halten, diesen vielleicht auch Kanal offen zu halten von, okay, mögen da Möglichkeiten sein, mögen da Dinge sein, die außerhalb meines normalen Bezugsrahmens geschehen. Ich kann sie versuchen zu benennen, ich kann versuchen, aus der Kultur irgendwelche Bilder zu finden, aber es muss nicht abgeschlossen sein. Ich glaube, das ist die große Chance, die darin liegt, wenn man solche Erfahrungen macht. Man kann lernen, an Stellen einfach offen zu bleiben, sich zu entscheiden, auch flexibel mit der eigenen Weltsicht zu sein. Und genau diese Flexibilität oder diese Offenheit kann es auch erlauben, einen vorsichtigeren, einen tastenderen Blick zu gewinnen auf das, was in den jeweiligen Kosmen eigener Menschen, eigener Individuen vor sich geht. Wir stellen nämlich fest, okay, so wie ich die Welt einschätze, ist es sicherlich nicht allgemeingültig. Es kann für andere Menschen völlig anders sein. Andere Menschen erleben andere Dinge als ich. Und wenn mir klar wird, dass sich meine eigene Wahrnehmung ein bisschen verschiebt oder ein bisschen herausgefordert wird und in Frage gestellt wird, was ich gestern noch angenommen hatte, was möglich ist oder was wirklich ist, dann könnte ich auch auf die Idee kommen oder kann ich dadurch alleine auf die Idee kommen, ach krass, ich muss ja gar nicht hingehen und das Erleben von anderen Menschen diskreditieren. Ich muss es nicht sofort pathologisieren, ich muss es nicht sofort stigmatisieren und umgekehrt. Wenn ich etwas erlebe, muss ich nicht allen Leuten andrehen, dass das irgendwie etwas ist, was im Hintergrund wirkt, was das Leben von diesen Menschen bestimmt. Ich muss also nicht missionieren gehen mit Dingen, die ich halt irgendwie für mich annehme. Und wie krass wäre das, ein Zusammenspiel von verschiedenen Wirklichkeitszugängen, ein offener Austausch, ein offener Dialog, ein nicht aufeinander herunterschauen, weil man sich irgendwie in bornierter Weise für so unglaublich rational hält oder auf der anderen Seite genauso borniert oder blasiert dafür hält, den großen spirituellen Überblick zu haben und alles im Leben der Menschen eben von den eigenen Konzepten aus zu erklären. Also anderen irgendwie andrehen zu wollen, okay, du siehst halt nicht, was ich sehe, was bei dir vor sich geht und ich erkläre dir das jetzt mal, auch wenn das für dich überhaupt nicht hilfreich ist und keine Relevanz hat. Dann könnten wir anders miteinander reden. Wir könnten ein bisschen vielleicht wählen, wann hilft mir der eine Zugang und wann der andere. Wann ist eine Stabilisierung vielleicht hilfreicher und wann ist eine Öffnung interessant? Wann stabilisiert vielleicht sogar die Öffnung, weil sie erlaubt, dass Kräfte sich austauschen und dass irgendwelche osmotischen Prozesse mit dem Bewusstsein passieren, die sowieso passieren wollen, die sowieso irgendwie drängen.
Und dann kann ich es vielleicht mehr erlauben, wenn ich auch meine Fantasie etwas öffne oder meinen Vorstellungshorizont etwas öffne für Möglichkeiten, die ich eben gestern noch nicht bedacht hatte, die aber sein können. Und ich glaube, dann hätten wir einen friedlicheren Austausch der Welten und weniger dieses Gegeneinander und dieses einander für verrückt erklären oder eben für spirituell nicht weit genug erklären. Diese ganzen Formen von Gewalt im Grunde, mit denen Menschen ja vielleicht ihre eigene Unsicherheit kaschieren wollen. Und wir könnten stattdessen einfach einander darin unterstützen, das eigene ernst zu nehmen, ohne es zu verabsolutieren und damit eben in die Kommunikation zu gehen. Das wäre vielleicht ein hilfreicher Modus, mit diesen Phänomenen umzugehen.